So, ich hoffe, man hört mich. Ich müsste das mal gleich einstellen. So. Na? Ich muss hier noch ein paar einstellen, bevor ich hier meine Anmoderation starten kann. Dann muss ich das gut, jetzt muss ich nur einstellen, dass ich mich selbst höre. Ja, warum finde ich jetzt mein Livestream nicht? Ne? Da. Da ist es laut. Die steht so leise ein. Und trotzdem ist es so laut. So, machen wir auf 30. Gut. Jetzt stellen wir um die andere Szene. Warum ist meine Kamera so weit unten? Ah, guck mal, jetzt klappt's. Warte mal, ich muss mal kurz die Szene wechseln, ich muss kurz was holen. So, da bin ich wieder. Gut. Jawohl. Hier den Stand wieder wegmachen. Ich bin gleich bereit. Ich habe ja eigentlich Ober hier. Das Internet sieht auch gut aus. Generell der Livestream sieht recht okay aus. Okay. Machen wir mal hier Vollscreen. Machen wir das hier ein bisschen kleiner. Jetzt machen wir einfach hier diese Ränder weg. Denn die brauchen wir jetzt auch nicht. Und Kamera hier so ein bisschen kleiner. Gut. Und da begrüße ich euch endlich zum Opening von der Gamescom. Und zwar das Event, das in 2 Minuten startet, wo ein paar kleine Spiele ja, gezeigt werden. Zum Beispiel Modern Warfare 3 und noch ganz viele andere Spiele, wo ich mich sehr freue. Und es interessiert mich ja auch selber, weil ich bin ja sozusagen auch ein Gamer, nicht wirklich, aber ich spiele halt schon sehr viele Spiele. Und da möchte ich natürlich gerne darauf reagieren. Das passt natürlich. Ich mache einen Livestream. Und ja, hier sind wir auch. Ich habe das ja schon auf YouTube Community Tab da schon vorgestellt, dass ich hier Livestreame und da bin ich auch. Erstmal brauche ich meinen Sprite, meine Fake Sprite. Okay, ich bin... Was macht meine Kamera da? Das ist jetzt komisch. Hallo, Kamera. Hier bin ich. Ah. Ja, mein Fenster ist offen. Das hat meine Kamera gemerkt. Wo stehe ich meine Sprite hin? Ja, hier hin. Damit ich einfach entspannt schon ein bisschen was trinken kann. Okay, in 1 Minute geht's los. Oh Gott, ich freue mich so hart. Ja, was ist das für eine Musik? So ein Gedudel hier. Ich dachte gerade, der Stream ist abgestürzt, weil das auch immer so stehen geblieben ist. Okay. Also 34, 33. Ja, was erwarte ich? So gut wie gar nichts eigentlich. Nein, mal ehrlich, ich erwarte wirklich keine großartigen Spiele, keine Blockbuster, nichts. Also ich gehe da jetzt komplett blind rein und gucke mal, was da uns alles erwartet. Aber es wird auf jeden Fall interessant. Okay, 10 Sekunden nur noch. Dann geht's los. 5, 4, 3, 2, 1. Und jetzt müsst... Genau.
Oh, scheiße. Welcome to the Gamescom Opening Night Wir machen mal ein Live bisschen lauter. 2023 pre-show. Coming to you from my couch. I brought in the cat bed back there. He's not going to show Oh, Alter, leck das. Scheiße. up. I'm Livestream Kyle weg. Bossman. I'm your host for this pre-show. And I realize a confusing thing about this is that the Opening Night Live pre-show is not live. This is pre-recorded. If you don't believe me, watch this. All right, we shot this days Boah, ago. Alter, was für ein Zaubertrick der da Purpose of this gezeigt hat. pre-show Ist is das just krass. to provide you with bonus trailers, interviews, general tomfoolery to pass these remaining minutes that lead up to the big show, Opening Night Live. So, cannot think of a better way to kick this thing off than with a brand new trailer for Streets of Rogue 2. Zeig mir den Trailer. Oh, das sieht... Oh, alles klar. Okay. Zombies. Oh, Street of Rogue 2. Das ist schon mal das erste, was wir jetzt sehen. Also sieht sehr retromäßig aus. Die denken an Geld. Ja, die Jugend schon wieder. Immer nur an Geld denken. Where anyone can get a fresh start. Okay, ist interessant. Sieht wirklich interessant aus. We're a corrupt president. Ein korrupter Präsident. Also, Enjoys a bit too much Washington. power. Sieht aber irgendwie aus wie so eine Mobile-Werbung. Keine Ahnung. Well, sometimes you die sind just jetzt have sehr to sauer. go rogue. Das ist der Lieferanschlag. Was ist das für ein Spiel? Könnt ihr ja so ein But Comic remember, daraus machen. there can So only ein be Cartoon. one president. Die streiten sich jetzt, wer der Welcome to the Präsident ist. streets, where anything is possible. Ah, okay, du kannst einfach mit einem Truck durch das... Alles klar. Du kannst einfach die ganze Umwelt zerstören. Okay, Sandbox. Also du kannst... Es ist einfach Minecraft, nur in Stehlen, Hacken, dann Affen gibt's auch, okay. Also ganz verrücktes Spiel mit so vielen Möglichkeiten und man kann böse sein, man kann gut sein, aber man kann auch sowas machen. Also da freue ich mich sehr drauf. Es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Auch wenn mir das Stil jetzt nicht so gefällt, weil ich bin nicht der Retro-Fan, aber es sieht wirklich gar nicht mal so schlecht aus. Oh, aber kommt erst 2024. Great to see you back. Now, for this next part of the pre-show, I was hoping to talk to you all about something incredibly boring. Psych. Here's some more trailers. Das war ja jetzt nicht boring. Okay. Das ist jetzt auch nicht so ein 2D-mäßig, okay. Sieht irgendwie Skyrim, es sieht wirklich so ein bisschen aus wie Skyrim mit 2D-Elementen. Oder halt Elden Ring. Ja, aber warum ruckelt das da so? Ich weiß nicht. Seht ihr das auch? Das ruckelt da so ein bisschen. Mandragon. Das kann mir jetzt nicht gefallen, dass das die ganze Zeit so geruckelt hat. Oh nein, die Darkness. I am sorry to push that fate upon you, Lisvanger. This place is beautiful. Das sieht nach so einem Standard-Rollenspiel aus. This is not quite how I imagined our reunion, Nima. You should Auch not so ein have come here. Diablo-Klon sein. There are dark forces at work in these forsaken lands. Let me help you, brother. Leave now, for I still care about you. Caron, brother, listen to me. Kero! So, dass ich mich so ein bisschen lustig darüber mache. Leisfänger. Now, I realize even this far into this show that you might think I'm just some guy who hijacked the broadcast, and I don't blame you. So to prove that this is all legitimate, here is the host of Gamescom Opening Night Live himself, Jeff Keighley.
Hello, Kyle. Ja, da ist er wieder. We're now minutes away from the opening night live beginning. What sort of wieso ist er auf einmal huge so- announcements Der should ist we jetzt auf all be einmal in seinem expecting to see? Studio I wieder. think you can expect to see a lot of great games on stage. This is not a show driven by huge, shocking, surprise, one more thing announcements. Die haben sie When you kurz so ein think of the Hotel history of gebucht. ONL, we've always had kind of meteor looks at games that are announced in the show, and that's sort of continuing that tradition this year. There will be a few cool announcements throughout the show, but generally we're showing like a lot of really big games because this has been an amazing year for games, and the next 2 or 3 months is especially going to be insane with so Keine many Ahnung, releases. So aber you will dieses see Jahr new hat mich stuff jetzt on Call of nicht Duty so Modern krass Warfare 3, gebankt mit Assassin's Games. Creed Mirage, Alan Wake, so many other big games that are coming out later this year. But yeah, primarily focuses, as Nintendo likes to say, Assassin's primarily Creed wird focused doch on, wieder you know, der announced gleiche games Schmutz coming sein. in Q4. Ich or hab da halt 3 or keine 4 or Vertrauen something mehr, like wenn da that. immer So das yeah, I Gleiche definitely kommt. would set your expectations that we are not going to shock and awe you with surprise announcements today. When you say meteor, though, that to me implies more than just a trailer. The good news is when you're not just announcing games, you can also showcase, you know, gameplay. And that's the constant battle always happens where people want some CG teaser for a game coming in 5 years. But then they also want to see real gameplay in real games. And like, you're going to see 10 minutes of Modern Warfare 3 tonight. You're going to see, you know, gameplay on a bunch of Gut, other dass es nochmal games. anspricht. And like real in-game footage because these games are close to release and almost finished. So that's kind of the advantage that I think we can go a little bit deeper on some games today. So actually, it's one of those Der things I sind miss irgendwie so about richtig unsynchron. E3 was when they would just have like a long stage demo. It's just like, here's the game, we're playing Diese it right now. E3 wurde doch Yes, abgesagt, and that's wurde what das like nicht those old mehr? Call of Duty demos. Nee, das war, of glaube ich, E3 letztes were Jahr, always stimmt. great, and we, Die you know, we can't do that stuff at E3 Game Awards. für dieses To Jahr, do, you know, keine super Ahnung, ob die long gameplay demos. noch And kommt. here, we definitely can show some raw footage. We have lots of trailers too, but yeah, I think hopefully people will see Aber an auf der Gamescom werde in-depth ich look at some wahrscheinlich sein. games they're looking forward to. 20, 30 naja. games will all be there. It's a big Dafür bin ich show aber and heute lots nicht of da. games. Junge, das ist so Have a krass. great Ich time bin at the big show. so schnell wie Thanks, möglich Kyle. habe ich den Your Livestream show's a big gestartet. deal, too. We Ich dachte, love der having you kommt host the pre-show, um and 20 I'm Uhr, excited der to be on Livestream. stage Aber Opening Night Live der in ist a jetzt couple schon minutes. gestartet. Weil die meisten Holy haben so moly. gesagt 20 Uhr, dann haben die meisten That was gesagt a good interview. 19:30. Ganz Let's all komisch. take a minute to cool off now with another brand new trailer. Oh ja, bitte. Oh, was ist das? Könnte das vielleicht X-Defiant sein? Oder irgend so ein Ghost Recon-Spiel? Ich versuche jetzt irgendwie... Ich versuche jetzt einfach nachzudenken, was es vielleicht für ein Spiel ist. Keine Ahnung, was das für ein Spiel ist, aber ich versuche es nachzudenken. First Aid Kit. Es sieht auch ein bisschen aus wie so Crossout oder so. Weiß nicht. Walking Dead oder so. Oh nee, das ist so ein Aufbauspiel. Ja. Ja, ist ein Aufbauspiel. Ah, nur 800.000. Endzone 2. Aber das sah gerade sehr nach aus, als wäre das so ein Aufbauspiel. Early Access, Frühling 2024. Thank you, Endzone 2. Es gab I've jetzt always said this. kein Gameplay, was? Any video game trailer with a bus in it is going to be good. You can't prove me wrong on that. And if you are just joining us, welcome to the Gamescom opening night Warum live kommt jetzt kein pre-show, Gameplay? where we're just hanging out on my couch, watching some cool trailers and pre-taped interviews with Jeff Keighley. And we're not even halfway through all of the trailers I have to show you, so let's check out a couple more. Okay. Das nächste. I look like a fucking tour guide. Ach, ein VR-Game. Direkt saufen. Ey, das ist Copyright, hallo? Stopp. Stopp. Junge. Er kann ja meinen Livestream gleich abkacken. Also nicht wegen der Performance, sondern wegen der Musik. Bulletstorm. Oh, VR-Game. Pre-Order. I see you're settling in to our wondrous Azoria. Ui, oh, das sieht richtig cool aus. Aber ist auch wieder so ein Farmer-Spiel. Nee, die ganze Zeit nur Farmer-Spiele. You found a cozy place in this community.
with companions by your Ich hoffe, da kann man side. mehr machen als nur farmen. Oh, aber doch, das sieht schon nice Who aus. knows what you'll Also wenn man da mehr machen kann, an seine Farm da aufzubauen, dann Add a drop gefällt or mir two das. of magic Oh ja, das sieht and cool aus. set off for adventure. Oh mein Gott. Das sieht richtig interessant aus. Will you reveal the heart Oh, of man kann auch the Liebe starten. magical island? Yeah, wieder eine Beziehung. Was? Fair Farm. Pre-order now. Oh, geil. Bekommt ihr erstmal so eine Farmerin. I'm so Der sorry. denkt Those sich so, two trailers kind of oh, blurred nee. together for me. Which was the one where you killed that guy and then stuck up your middle finger at him? It was Bulletstorm VR. Got it. Thank you. So this is my third time hosting the Gamescom opening night live pre-show, and already we've developed a couple of traditions. One, general awkwardness. And then two, the top 10 reasons to look forward to Gamescom Opening Night Live 2023. Number 10, there's just Zählt uns something das erstmal nice auf. about seeing a futuristic, shiny, reflective black stage with absolutely no streaks on it. Number 9, Ja, Assassin's wo ist Creed die... Mirage. Hä? Number Wo ist die 8, Bühne? the big games you already know will be Erstens, good. And then the nein, number 7 9 reason to look ist forward nicht to wichtig. Gamescom Opening Night Live is the big weird games games you you never heard already of know. before. I like those weird trailers. Ich Those weiß to nicht, ob me die alle tend gut to be werden. slightly more interesting than the sure things. Number 6, Sonic News. Jeff Keighley is showing up to Gamescom Opening Night Live with Sonic News. News about Sonic the Hedgehog. And let me tell you, Ich there's habe auch no way noch it's nichts bad. von Sonic gehört. Also, Whatever es it sieht is, für dieses Jahr it's sehr not going mager to be aus von bad news. Sonic. This would probably be number 1 for me, but I'm trying to be objective with this list. Number 5, Ja, wo the ist raw Sonic? thrill The of weird a games developer you saying, never "We heard can't of wait to share before." more. Number 4, Alan die Wake werden alle 2. weird. This game's coming out in October, Alan Wake. and they Ach haven't stimmt, shown Alan Wake. too much yet. Oh, okay, I da expect könnte they're ich gonna mich show freuen. Wenn das gut wird, something wieder kinda wie big beim tonight. letzten Teil, Number dann 3 reason to ja. look forward to Gamescom Opening The Night rare Live feel 2023. of It's free. developer Number 2, saying we can't Tekken 8 wait to share and Mortal more. Kombat 1. It's free, Officially ja. speaking, I cannot rank Kostenlos one ist of immer those geil. games higher than the other one. So if I have to put them in the same box, that's a powerful box. And the number 1 reason to look forward to Gamescom 8 Opening and Night Mod, Live ja, okay. 2023 is Solche that hands down Boxspiele, this is going to be the Street Fighter best Games, hab Tuesday ich nie night kapiert. of the summer. Hands down, And this is please going don't to be... like, Kann ich nicht "Nah, lesen. not true. I went surfing on a Tuesday." We don't care. We're talking about all of us combined. Collectively, this will obviously be the best Tuesday night of the summer. Because they know how to party on a Tuesday in Cologne, trust me. Ich hätte And do mir you know what Essen else so sounds holen like a sollen. party? The 7th Guest VR. So let's watch a trailer for that. Yeah. Ist jetzt ein neues VR-Game? Old Man Stauf Aber der hat built VR a gesagt. house and filled it with his Oh Gott, toys. also in diesem Haus will ich nicht leben. Es Six sind überall guests Puppen. came one night. Their screams the Imagine, du only musst einfach in so noise. ein Haus wohnen, wo nur noch Puppen sind. In jeder Ecke. Coming this Halloween. Eleanor, they're just that. They're rumors. Warum sehen diese... Hä? Diese NPCs sehen voll realistisch aus. Guck die Gesichter. Burden. Maybe you've seen me on Broadway. Regrettably not. I'm bored. I'm going to the kitchen. Wait! Es sieht so ein bisschen aus, als würden diese Gesichter so abgefilmt wurden. Nothing more. Guck, One of us is going to win ganz that komisch. prize. I say, every man for himself. Also es sieht okay aus, aber auch ein bisschen gruselig. Vielleicht ist das das Gruselige. Apparently, there's more to this than I thought. No one came out that night. Not one was ever seen. But Old Man Stauf is waiting there. Crazy, Ja, da ist ja erschrocken, ja. sick, Sind ja alles nur Geister, also ist unwichtig. Oh nee, gut. Ja, unwichtig, die sind alle Geister, die sind alle tot. The seventh guest. So one of my responsibilities as a pre-show host is to pop up in between scary games. If you have 2 scary games back to back, there's a big chance the audience could become unnerved and uncomfortable. So This is I'm here dieser now Timer. to give you a chance to catch your breath, provide a nice Oh, hätte ich mal nicht die Maus bewegt. comforting voice with a nice comforting face,
And now you are appropriately comforted. Next, a scary game. Verdammt, jetzt werde ich richtig... Nächstes Horror-Game. Wenn man es überhaupt Horror nennen kann. I think I need something. Ja, da brauchst du auf jeden Fall da was. There's an hammer inside the box. That is missing. It's the mankind. Ich weiß nicht, bei Horrorspielen, ich krieg da nie die Laune, da irgendwie das anzuspielen, weil ich immer mir denke, ich kann da mich erschrecken und dann so macht's für mich auch irgendwie keine Lust mehr und auch keinen Spaß. Ich weiß nicht. Ich bin ja immer nie der Freund davon. Oh, die sah aus wie meine Mutter. Passt. Kramer. My favorite part of that whole thing is when he's in that dank bathroom and he shines his light into one of those toilet stalls. And like the girl from The Ring is standing there and the guy doesn't move a muscle. Die kommt doch immer nur aus He dem just straight Fernseher. up does not react. That's like my ideal video game hero. What a guy. Anyway, as you could probably Da kommt tell, noch der Clown I'm von not, S. German. So our producers thought it would be a good idea for me to educate myself properly on some Gamescom culture from an actual expert. From IGN Germany, here is Anne Wernicke. Thanks for having me. Anne, I'm so glad you're here. I have so many questions for you. What is the best way for people all around the world to keep up with what's happening with ONL and Gamescom? There's an official Gamescom live stream, and Kannst ja it gerne programs nochmal für in Deutsch English übersetzen. and German. It's done by IGN, so that's the way to not miss out on the stuff that's happening. If you're in Cologne, though, and can attend Gamescom, you just go on Saturday and Sunday to Gamescom Festival. There's stages there with musicians playing. There's food Es trucks. gucken gerade 3 There's Leute like zu, die human dort social rumzulabern. games where you have to be like in a soccer table thing. Dieses Telefon It's da fun so stuff. an You ihre should Stelle. try it out. It's completely for free. Ja, so- hier links das Hold on, Telefon. what is a human social game? Immer wenn ich die Maus You know bewege, soccer table? ruckelt You play das We're so. talking about tables, foosball. right? Yeah, we call it yeah. foosball. Yeah. But in this case, you get stuffed into Ja, it. wir nennen so zum Beispiel you Krankenhaus, are like one of the, Hospital, the Krankenhaus. soccer people in that table. You can't move. You just stand there, go left and right, and play soccer like that. Schreibt die gerade Tischkicker. What does Gamescom mean to you personally? So 13 years ago, I actually started my career in the industry at Gamescom as a wenn trainee. du da I just bei got thrown IGN in, arbeitest, and oh I Gott, was oh Gott. overwhelmed by everything, you know. And to this day, it's just awesome to be reminded of that, to go there and see, oh, these people, and I Der still guckt doch so- talk to the devs I Sorry, admire ich kann mich there. da nicht ernst So, nehmen, wenn die da to me, it's sitzen und sich denken, oh, was ist Last das? important question for you. Sure. How do you say Warum haben wir world Black Screen? premiere in German? It's actually Weltpremiere. Oh mein Gott. Pretty similar, right? I think I could do that. yeah, do it. Es war Weltpremiere. Weltpremiere. Hallo, Yeah, Kamera. well, that's good. Kamera, ich bin hier. Congrats. And thank you so much for helping me out today. Absolutely. Thank you for having me, Kyle. Have fun at Gamescom. Thank you. All right, cool. Now I too am an expert. Please enjoy eine Weltpremiere. Jetzt, ja, bitte. Neuer Trailer. I do not recognize these markings. Nee, ich weiß nicht, was da drauf steht. Perhaps this is one of the great cities of the Age of Myth. Kann auch wieder nur so ein Diablo-Klon sein, ich weiß es nicht. This is no temple of Sigma. Hab ich noch nie gesehen. Das ist, wie bei der Nintendo Direct, da gibt's halt auch mal Sachen, die langweilig sind, aber auch Sachen, die können interessant sein. Warum ist es so laut hier? Ja, sieht ein bisschen Hyrule-mäßig aus. Ja, so Warrior-Style. Oder? Strategisch sieht das auch aus. Willst du sagen die ganze Zeit, where is the Sigma? Forge your Destiny. Ja, weiß ich nicht. Spricht mich da jetzt nicht irgendwie großartig an. Das Gameplay. Kannst du dann noch die Fraktionen da irgendwie auswählen?
Ich weiß nicht, das ist jetzt nicht so mein Ding. Ja, es ist ein strategisches Spiel. Ja, wo du wahrscheinlich die Leute dorthin platzierst und die machen dann einen Angriff wahrscheinlich. Realms of Round. Ach, sogar aus Warhammer. Ah, nee. Hab mich jetzt einfach nicht... Ach gut, Data Force, ja. Von Data Force habe ich ja schon gesehen. Ach, haben sogar die Musik ausgeschaltet. Data Force soll ja so eine Nachmache von Black Hawk Down, den Film davon sein, der ja uralt ist. Was ich ein bisschen nicht verstehe, weil... Ja, ich sehe dann sowas wie einen Bogen und dann so moderne Sachen. Guck mal, jetzt sind die doch jetzt in diesem modernen Style. Warum hat das jetzt mit so einem uralten Film zu tun, wo das noch recht, ja, sag ich mal, alte Elemente waren? Das ist halt wieder dieses typische, ja, COD-Gemasche und Battlefield-Gemasche, was halt Data Force nicht ist. Data Force ist ein strategisches und realistisches Kampfgeschehen. Und was ich da sehe, ist halt so ein Battlefield-Klon. Ich fand halt die Data Force-Reihe schon früher ziemlich interessant. Konnte ich zwar nicht spielen, aber sie war echt interessant. Jetzt ist halt wirklich aus diesem Trailer nur so ein Battlefield-Klon. Ich weiß nicht. Welcome back to the Gamescom Opening Night Live 2023 pre-show, where the minutes are just flying by. ONL is about to begin with Ich wollte sogar aus Data Force wirklich noch ein Video hochladen. Sonic News. And things I was not permitted to talk about in the pre-show. So, this bad boy, this is about to wrap up. I have one last trailer for you. Here is Homeworld 3. Was? Hat er besser? Cold War 3? My entire life has been study, Ich hab wirklich nicht verstanden. planning. Today, the galaxy is burning. Fleet-wide comms open. Ist das irgendwie jetzt hier... We've just received a mission briefing. Mass Effect. Because I want you to know what is at stake. We have been tasked with finishing Karen's Jet and the Fifth Fleet's mission. Discover the source of the anomaly and the hyperspace attacks and stop it once and for all. I know we were expecting a simple shakedown cruise. Ach, das ist sowas. Also auch wieder sowas strategisch mäßig. Ich hab das ja auch schon mal auf Steam gesehen. Aber weiß nicht mehr den Namen. Wo du diese Raumschiffe steuern kannst, aber das ist halt alles so richtig komplex und boah, also da musst du wirklich studiert haben. Also sowas wie Physik studieren, um das wirklich zu spielen. Ich hab da keine Ahnung davon. Also sowas zu Let's Playen ist unmöglich. Homeworld 3. Also sowas will ich nicht spielen. That's all I have for you here in the pre-show, which of course means that Gamescom Opening Night Live is now mere seconds away from starting. Ja, Thank you so 10 much Sekunden. for hanging out with me here on my incredibly cozy couch. Enjoy. Gib mir auch mal ein Kissen. Herr kuschelt sich jetzt ein. Ja, gute Nacht. Kommt jetzt die Arena hier. Gamescom Opening Night Live. Please welcome. Ja, die Arena. The creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Hey, ich bin auch dabei. Also
nicht vor Ort, aber ich bin auch dabei. Da ist er, ja! Ich habe schon gedacht, dass wir nicht die Show bekommen. Wollen wir ein bisschen abdancen hier. Hello, Germany, and hello everyone watching live around the world. I am Jeff Keighley, and wir werden zuerst begrüßt. Biggest in-person video game event. Die Gamescom ja immer in Deutschland. Ich weiß es nicht so ganz. Ich war noch nie dort. Aber kann sein, dass sie vielleicht nur in Deutschland ist. Now, this right here is kind of like the opening ceremonies for Gamescom. It's a preview of this year's most anticipated games. We call it Opening Night Live. And over the next 2 hours, you'll get exclusive new looks at titles like Call of Duty Modern Warfare 3, Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, and Mortal Kombat 1. But first, we're going to kick things off with the first new franchise in more than 2 decades from a legendary game studio. And to help us step into the vast world of Starfield, please join me in welcoming the composer of the game, Inan Zur, for a very special performance. Weiß ich nicht so ganz. Oh. Psst. Ne? War mal Cut. Ich wollte jetzt klatschen, weil ich dachte, jetzt klatschen alle. Ja, jetzt kommt erstmal so ein mit Real-Life-Footage. Also mit echten Leuten. Gameplay. Gameplay. Warum sage ich Gameplay? Das ist einfach nur so eine Szene. Okay, also ich will noch mal kurz hier zwischenreden. Starfield, gab es da nicht irgendwie diese Sache, dass da irgendwie keine 60 FPS gibt? Also dass da nur so 30 FPS-Log drin ist und dass du da nicht mehr aufdrehen kannst? Ich weiß nicht, ob die das da irgendwie jetzt gefixt haben und gesagt haben, ach nee, du kannst schon über 60 FPS machen. Ich weiß nicht, ich bin ja nicht so am aktuellen Stand, aber es kann sein. Aber Roboter und endlich sind wir auf dem Mars. Ja, aber ich will Gameplay sehen und nicht einfach nur CGI. Naja, sind wir ganz entspannt. Also, es ist ein schöner Abend heute. Nichts. Ach, warte mal, ich kann ja die Licht hier mal anmachen. So, oh mein Gott, ich bin ja so überhaupt nicht gut beleuchtet. Aber egal. Hallo, Kamera, ich bin hier. Kamera. Hallo, Kamera. Hallo, nicht auf das Fenster. Kamera. Hallo.
Junge, was ist mit der Kamera los? Hallo? Hallo, kann die Kamera bitte... Starfield is ever so close. And Inan, thank you so much for that spectacular performance. Really appreciate you coming all the way. Wirklich gut gemacht. It's true, in just over a week, fans will start to play Starfield in early access on Xbox and PC. Well, I've been lucky enough to start playing it. Don't be jealous. I'm not allowed to say anything about it. Yes, exactly. Hä? Right. Ich dachte, jetzt ist er vorgestellt, aber dann darfst du es doch nicht vorstellen. Thank you very much, guys. Aber jetzt kommen die Jungs. Ach nee, vielleicht machen die das jetzt. Mal gucken. Also kommt am 6. September. Ich weiß nicht, was ich da halten kann. Aber genießen wir es einfach mal. Sad to me to see something like that happen tonight. We're here to celebrate games in this community and how much they mean to us. So, without further ado, I want to move right on with the show because we got a lot to show you. And the good news, Gamescom, is we have someone very special here who can be here to talk about Starfield. Please join me in welcoming to Opening Night Live in Gamescom for the first time ever, one of our industry's greatest creators, the director and executive producer of Bethesda Game Studios. That's right, Todd Howard, everybody. Todd Howard, kenn ich nicht. Ich kenne auch immer niemanden, wisst ihr. Er sieht aber auch irgendwie aus, als wäre er irgendwo auf dem Mond schon gewesen. Als hätte er ja schon die erste Raumfahrt hinter sich gehabt. Todd, thank you so much for coming all this way to Gamescom. We have a lot to talk about with Starfield, but first of all, is this true? This is your first ever time at Gamescom? This is my first Gamescom, and you were right. You said how great the crowd is here, and it really... Also die Leute freuen sich schon auf Starfield. And just all the fans that come here for the biggest convention in gaming to celebrate games. And I figured, it is our first new franchise in over 25 years. So if I was going to come, it's for Starfield. Well, we all welcome you to Gamescom in Germany, and we're all very excited to step into this new world, Starfield, and the next week, early access. Set up for people, why did you want to make this game, Starfield? Why did you want to create a new world? I think like a lot of gamers out there, we have dreamt of a game where we look to the skies and we can blast off into space and explore. Guck mal, hier ist so ein Charaktereditor. We've done like with the Elder Scrolls and the Fallout series, but we want to do something brand new where you could explore with complete freedom in the galaxy. It's a game we've always wanted to play that we think a lot of people wanted to play as well. It's kind of that dream game. Yeah, I wish I could talk about it, but it's quite an experience, and I know everyone here is very excited to jump in soon. Sieht wirklich aus wie Mass Effect. You did bring some stuff to Gamescom to show to fans. I know there's a theater. Tell us, I know you've been, sharing a little bit about the game, but I know there's a lot you want people to discover when they play it. What did you bring here to Gamescom? Yeah, it's really cool. We've built a 300-person seat theater where we're actually showing the beginning of the game. And you start out as a miner, and you touch this artifact that affects you in some way, where you see a bit into space-time, and then you get to create your own character. Our games are about creating and being whoever you want, and then you're off on adventure. Yes, let's talk a little bit about this adventure. I know, people have been wondering kind of what the main quest line is going to be after you create your character, which is something that I know. I saw even someone on the internet this week created you, I think. Did you see that? Someone tweeted out a picture. They had somehow figured out. I see a lot of things on the internet. I don't know. I'm not sure that's real. Well, the thing is, I think you could literally create, whoever you want and then enroll yourself into this adventure. And tell us about sort of how the adventure starts. What can we expect? Well, you jump off. You're joining Constellation, which are the last kind of group of space explorers, like NASA meets Indiana Jones searching for these artifacts. But the story goes a lot of places. The game has a lot of surprises that we haven't talked about. I don't want to spoil them here, but really, really happy with how the story turned out and where it goes. Yeah, it's such an epic experience, and you and your team have done so much for this industry, and the fact that you guys have worked through COVID, building this and coming on the other end, we're so excited for everyone to get a chance to play it. So thank you for all you've done for our industry, Todd. Everyone, Todd Howard. Thank you. Can't wait for you to play the game. Thanks so much, Todd. Ja, wenn das Spiel gut wird, dann überlege ich mir das auch mal. All right.
right, well, tonight is largely focused on announced games, but we do have a few surprises along the way. And next, it's time for the global reveal of the third installment in a franchise that is very familiar to Gamescom fans. Here we go. Neues Gameplay. Bandai Namco. Oh, nee. Nicht Bandai Namco. Aber mal gucken, was es wird. Sieht nach so ein Indie-Game aus. Ich weiß nicht. Supermassive Games. Guck mal. Das ist so ein bisschen wie Nightmare. Okay, das gefällt mir. Das sieht sehr cool aus. Sehr mysterisch, so düster. Boah, es ist riesige Puppen. Baby, Alter. Oh. Also wenn man das ist anscheinend wie, wie heißt denn das? Wo du auch nur zu zweit... Genau, Little Nightmares, so heißt es. Auf jeden Fall kannst du das wahrscheinlich auch nur zu zweit spielen. Little Nightmares 3. Ach, das ist der dritte Teil. Ach so. Ich dachte, okay, das wäre jetzt so ein kleines Indie-Game, was du zu zweit spielen kannst oder musst. Aber das ist Little Nightmare 3. Thank you, Jeff. Yeah, it's really great to be back. We're very excited to announce Little Nightmares 3 tonight. The franchise has a long history with the show. I mean, that's where we announced the first two games. So for us, it was definitely the best place, best show to reveal Little Nightmares 3 to the world. Well, we appreciate you bringing us this news. It looks incredible. Corley, I see we saw two characters in that reveal trailer. Can you tell us a bit more about them? Yeah, sure. Hi, Jeff. Hi, everyone. I'm so happy to be here to Moinsen. Present you Little Nightmares 3. Aber wenn es jetzt der dritte Teil ist, ey, die haben auch noch nichts gesagt. So, yeah, ich wusste jetzt nicht, dass die jetzt schon den dritten Teil geplant haben. Okay, man kann auch mit den Zwei-Spieler-Modus spielen. Now, I saw a lot of cool new places in the trailer. Can you tell us a bit about sort of the setting for these two characters? Yeah, so our two new characters are Lo and Alone. They are trapped in a place that we call the Spiral. It's a cluster of disturbing places, and they will have to work together, survive in a world full of dangerous threats and full of delusions. Also ist es nur so ein Zwei-Spieler-Spiel? Find a way out of the nowhere. So yeah, I can't wait to have you put your hands on the game in 2024. Excellent. We don't have to wait too long. 2024. Lucas, I know that's not all because you're kind of expanding the Little Nightmares world with something more. Tell us about that tonight. Yes, we have one more surprise. So in addition to revealing Little Nightmares 3, I'm very excited to announce our first podcast series. It is called The Sounds of Nightmares, and it's an original story. It's composed of 6 episodes, and we are releasing the first 2 episodes tonight. So you can go on our website, thesoundsofnightmares.com, to check it out, and we hope that our fans are going to enjoy it. Awesome. All right, well, we're very excited to learn more. Thank you, Lucas and Corley. Thank you, Jeff. Little Nightmares 3. Ja, werde ich mal gucken. Next, it is rare when a new studio reveals footage that takes over the internet. That happened back in 2020 with the reveal of Black Myth Wukong from Game Science in China. Based on the classic 16th century Chinese novel Journey to the West, here is a brand new look at the gameplay of this incredible action RPG. Das feiern so viele. Also, wie gesagt, ich habe noch nichts davon erfahren. Obwohl ja das ganze Internet da was gesagt haben. Geht's dir gut? Du hast keinen Kopf? Hallo? Also, den Typen geht's gar nicht gut. Solchen Krankenwagen rufen, das sieht aber echt nicht gesund aus.
schönes Lied. Nicht Copyright. Ich kann das alles nicht lesen. Ich habe kein Chinesisch oder Japanisch gelernt. Das ist Japanisch. Es sieht aber sehr nach Ghost of Tsushima aus. Also man spielt Wukong der Affe und schnitzelt andere Wesen ab. Im japanischen Stil. Ich weiß nicht. Wenn es so, oh mein Gott, wenn das so Souls-like mäßig ist, ja, mega, dann hole ich mir das. Okay, also das Gameplay, das gefällt mir. Jo, steht euch einfach mal vor, so ein Elden Ring in Japanisch mit Wukong. Das ist Wukong. Eisenhau. Eisenhau? Oh, was ist das jetzt? Hä? Kommt jetzt direkt ein neuer Trailer? Was bist du? Könnte das Doom sein? Das sieht sehr nach Doom-mäßig aus. Oh, ey. Also, das ist eine Operation. Ja, das ist doch bestimmt Doom. Guck dir das an. Ah, wenn das nicht Doom ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist Doom. Kannst du mir nicht erzählen. Das ist Doom. Dieses Vieh schreit doch nach Doom. Oder? Das ist Doom. Ja, das kann nur Doom sein. Come on, bitte. Obwohl, aber das Gameplay ist halt... Nein, Killing Floor Free. Ach man, das hat gerade so nach Doom geschrien. Schade. Okay. Ah, jetzt machen die hintereinander, okay. Wieder ein Strategiespiel. Ist das Siedler? Nee, Siedler kann das gar nicht sein. Tory Empire. Force Empire. Ja, solche Aufbauspiele habe ich schon 50 Mal gesehen. Wirklich, also jedes neue Aufbauspiel sieht immer gleich aus. Ich weiß nicht, warum ich das so langweilig finde, aber es ist halt immer dasselbe. Das catcht mich jetzt nicht mehr so. Ich sitze jetzt hier nicht und sag jetzt, oh geil, könnte Anno 800 sein oder Anno, weiß, schieß mich tot sein. Es ist Age of Empires. Fast nah dran. Ich habe Force Empire gesagt. Ist auch ein Empire. Nee. What a great surprise! Age of Empires 4 Anniversary Edition, an award-winning game on PC, is ja, now bring es raus, aber Xbox es ist immer dasselbe halt. That's right. All right, Mach mal next das up we Fenster have zu. something extremely special for you. We have one of the most iconic filmmakers of all time in the house. The director behind the legendary films such as 300, Man of Steel, and Army of the Dead. He's come all the way to Gamescom to talk about his new film, Rebel Moon, which is on Netflix December 22nd. Gamescom, please give a warm welcome
to the one and only Zack Snyder. Wie die Kamera mich da so gefolgt hat. Das sieht ja geil aus. Wo ist er denn? Too much. Zack Snyder, okay, Rebellion. Oh yeah! Auf Netflix. Zach, I know you had to come a bit of a ways to get here to Germany. Thanks for coming to Gamescom. Thanks for having me out, Jeff, and thanks Gamescom. How you guys doing? Moinsen. This is awesome. Wow, what a great crowd. It's insane. Now, I'd like to have you here. I know you've been a gamer for your whole life. Yeah, I've been a gamer, and I love the idea of coming to Gamescom. Was like, that blew my mind, and so we were like, yeah, let's go check them out. And I thought I'd come over here, and this would be a great opportunity to talk about my new project. Wie gesagt, ich kann leider nicht zur Gamescom. Maybe show you guys something. I don't know. Erstens ist es in Köln und zweitens muss ich in der Zeit arbeiten. Yeah, just moments away. Okay, well, let's kind of roll it back, though, because I want to talk about this IP, Rebel Moon, and it's really a whole universe that you've created, and we're going to get into that in a minute. But what was the original inspiration for creating this new world? Well, I was always a fan of, team-building movies, Dirty Dozen, Magnificent Seven, and also I was a huge fan of this adult illustrated fantasy magazine called Heavy Metal, and everything in there just blew my mind. And I really loved how intense it was and how crazy it was and the worlds that it introduced me to. And so I thought, this is a chance. And my awesome partners at Netflix were like, go do it. And so I got a chance to make this movie. And you've got quite the cast. And I know Anthony Hopkins. Hopkins plays this robot, amazing robot. And it's an insane ensemble. And of course, Sophia Boutella is really the heart of the movie. And you'll see her just kicking ass through the entire film, so it's fun. And what I love about, you'll see it in just seconds, awesome. But there's even more than just the films, and part of the reason we wanted to have you here at Gamescom is I know you're kind of expanding on the films with a whole universe of things that are going to be, narratively linked to what you're doing with the movies. Tell us a bit about what's in store. Yeah, we're also super excited to reveal that we're making a video game for Rebel Moon, and the game we're developing with Super Evil Megacorp, and it'll expand the Rebel Moon universe. It takes place right after the events of the two movies, and it really is I've been talking with those guys and really interacting with them. The way the game's going to expand the universe is just unbelievable. Interessiert mich halt gar nicht. Ich denke mir so, pick your rebel and then Netflix, go on missions, Film. and it's like 1 and 2 players in a co-op. Yeah, and it's crazy. But we're just starting to talk about a bunch of other crazy ideas inside the game, so it's really fun, and that's coming. So keep your eye out for more. All right, well, we love it. The films, the game, and more. But let's roll it back to the movie because we are going to get a first look now at this incredible film, part 1 and part 2, right? Yep. So this little trailer we put together, a little tease of the universe. So I hope you guys enjoy it. I can't wait for you to check it out right now. Ja. Let's check it out. The world premiere of the trailer for Rebel Moon. Zack Snyder, everybody. Thanks, guys. Ein N. Für Netflix natürlich, damit die hier Cash bekommen. Ich weiß nicht, das macht mir irgendwie schlechte Laune. Do you know the story of the Princess Issa? In myth, she was called the Redeemer. It was said this child would stop the madness of war. That she was to usher in a new age of peace and compassion. I was given memories das eigentlich of a auch world zeigen? I will never Weil es ist see. ja Filmmaterial. Loyalty to a king I cannot serve. And love for a child I could not save. What do you think they want? Everything. I found her.
forgive her. I am a child of war. I was taught that love is weakness. There is a difference between justice and revenge. Jetzt mal meine 3D-Brille auf. Ja, das ist meine Sonnenbrille. Du kannst ja am besten sehen. One moment. Ich weiß nicht, warum ich mich hier so lustig mache. Mann, das ist kompliziert. Nein, ich bin nicht bereit. Hä? Das sah gerade aus wie die Gefallene aus Destiny 2. Let's show them that we're not afraid. Let's show them we are more than the shackles that bind us. Da bin ich die Zauberleitung. A king is a man, and a man. Junge, wie lang geht dieser Trailer bitte? But a myth is also es ist jetzt irgendwie schon über 3 Minuten, Alter. The time has come for all that you love. Protect each other and show them no mercy. Es ist ja länger als bei Endgame. Wie lang geht dieser Trailer? Who among you is willing to die for what you believe? Revenant. Was ist das für ein Film? Hab ich noch nie gesehen. Und der erste Teil kommt am 22. September und zweite am 19. August 2024. Werde ich mir beides nicht angucken. That looks insane. I cannot wait to play that game. All right, well, now we're going to move on to something that is very long awaited because sometimes good things do come to those who wait. It's been a number of years since we last heard an update on Crimson Desert. Was ist Crimson Desert? Er hat so gesagt, was so lange braucht. Na, das hier jetzt an GTA 6. Update trailer to share with the world first. Here at Gamescom. Enjoy. Wieder ein Fukushima-Game. Nee, ist Mittelalter, okay. Ich ruf jemand an. Nee, er kann gar nicht. Kann grad nicht. Ich hasse diese Autokorrektur. Mit einer Hand zu schreiben ist schlimm. So. Oh, aber das. Oh mein Gott. Das ist wirklich nice. Nee, aber das sieht wirklich cool aus. Vor allem weil Mittelalter ja immer nice war für mich. Sieht das echt geil aus. Das ist ja so ein Schaf, Mann. Oh, man kann angeln. Ja, oh Gott. Das könnte richtig Spaß machen. Ich sag so oft das Wort das. Oh, ein Esel. Ey, du kannst ja fast alles machen, Junge. Oh mein Gott, das wird ein richtig geiles Spiel. Das können wir jetzt schon denken. Jetzt in so eine Dimensionswelt. Kämpfst du dich hier durch Bäume und Büsche? Sollst du dich so reinklettern? Ach, kannst auch Pferd einnehmen. Bisschen wie bei Zelda. Ey, wie heißt das Spiel? Ich will das vorbestellen. Ey, das sieht richtig geil aus.
so reinbrechen. Jo, und dann so Bosskämpfe. Alter, das ist echt geil. Das ist wirklich geil. Mit so einer riesigen Open World, du kannst fast alles machen. Auch so krasse Kämpfe, echt. Oh mein Gott, das gefällt mir schon jetzt. Der Trailer macht so Bock. Was, du kannst einfach den Typen da reingeschmissen, so der andere. Alter. Ja, so Kämpfe. Ey, wie cool. Oh mein Gott, der Drache. Red Devil. Ich will das Spiel spielen. Oh mein Gott, das sieht cool aus. Mit auch Inseln. Oh mein Gott, das ist ja echt geil. Ey, wie heißt das? Crimson Desert. Oh mein Gott, okay, darf ich mal kurz gucken? Hey, what's up, Gamescom? Crimson Desert. Das sieht so interessant aus. Oh, Payday 3? Ja, Payday 3 habe ich, glaube schon ich habe schon sehr viel davon gesehen. Aber dieses Crimson Desert, das sieht richtig geil aus. Components are kept in high security cooling containers somewhere in the storage yard. The clock starts ticking as soon as ich habe Payday 2 mal angespielt, das war so kompliziert. Aber dieses Crimson Desert, ich hoffe, das kann man irgendwie vorbestellen. Echt, das ist ja so cool. Echt geil. Ja. Hitman-Style. Kann man ganz smooth dort lang. Okay, an alle Payday-Fans, hier habt ihr euer Spiel. Also wirklich, ich habe Payday 2 einmal kurz gespielt, weil das so, ich glaube, 1 Euro gekostet hat. Es war für mich einfach zu kompliziert. Aber es kann auch an dieser Steuerung sein. Weil die Steuerung ziemlich mies war, fand ich. Aber Payday 3 macht ja auch ziemlich viel besser. Da werde ich dann vielleicht auch mal reinschnuppern, wie das wird. Aber ich will halt auch nicht so reingehen wie ein Amokläufer, sondern schön stealthy, wie ein Hitman. Ist das jetzt Assassin's Creed Mirage? Gesundheit. Das könnte Assassin's Creed sein. Ja, ist Assassin's Creed. Wenn es von Ubisoft ist. Es sieht sehr danach aus, als wenn wir in Afghanistan oder in Irak oder so. Und wir machen da jetzt böse Dinge. Wir sind Assassine. Ja, Valhalla war ja am Anfang ziemlich schlecht, weil da sehr, sehr viele Bugs waren. Und ja, es wurde zwar besser, aber es ist halt bei jedem Assassin's Creed so, dass immer sich mit hunderten Bugs kämpfen muss und danach ist es okay. Und du musst wahrscheinlich auch hier wieder Außenposten einnehmen, dann von Türmen springen. Aber mal gucken, ob wir dort auch eine Story haben. Das letzte Assassin's Creed hat ja so halb eine Story, aber nicht wirklich. Also da gab es nicht großartig eine Story. Es tut mir leid, dass ich so schlimme Haare habe, aber kann nichts dafür. Oh, der Typ sieht sauer aus. Ui, der sieht wirklich sauer aus. Der hat so eine Kanne mit Feuer. Interessant. Das ist Assassin's Creed Mirage. Genau. 5. Oktober. Ich habe keine Erwartungen. There you have it, Assassin's Creed Mirage, which marks a return to the Middle East for the series, offering an immersive
an authentic experience featuring full Arabic voice acting as you saw in that trailer. You can be transported to 9th century Baghdad when the game launches on October 5th. Big month in October for game releases. Yeah. Now I would like to introduce you to our co-host tonight for ONL. Please welcome Jasmine. Hello, Jasmine. Thank you, Jeff. Thanks for having me. And hello, everyone. I'm so excited to be with all the fans was macht sie denn hier? Gamescom this year. And I have the honor to be your guide for tonight for all those Ich wusste gar nicht, dass sie auch hier right here at Gamescom. And if you can't join du bist us in Cologne echt this year, willkommen. don't worry, you Die never macht have echt to gute miss Videos, any wirklich. of the Also events. sie macht zwar sehr oft Sims-Videos, aber die sind wirklich ziemlich gut gemacht. World's gaming industry has in store for you. And if you're ready to vote for your favorite games, then visit now.gamescom.global and cast your vote for this year's Gamescom Awards. The awards will be celebrated this Friday at 3 p.m. If you want to join the adventure and win really cool prizes in this year's Gamescom Epics, then go to the Epic section of Gamescom Now to play the text adventure of the show. You can also enjoy all-day coverage and tune in to Gamescom Studios broadcasts by IGN on Twitch or YouTube. Just join the conversation by using the hashtag Gamescom 2023 online. Plus, müsste ich there im will be Livestream more mal aufschreiben. announcements from the largest indie area in the world in the Gamescom Awesome Indie Studios show tomorrow at 8 p.m. And later this week, tune in to the Gamescom Studios broadcast and check out the Gamescom Cosplay Awards live from Cologne, Germany on Sunday at 3 p.m. I highly recommended this section. So check out Gamescom Now for all those In fantastic features. Thank you so much and Arena back to you, ist Jeff. auch GNU, also da, wenn ihr auf der Gamescom seid, könnt ihr gerne in dieser Area sein und sie mal besuchen. Ihr werdet da wahrscheinlich sehr viele YouTuber besuchen können. Ach Gott, geh mit Tekken weg. You guys have come all this way from Japan to deliver something special to Gamescom. What do we got, Harada? Ich bin kein Fan von Tekken und Street Fighter Games. So up until now, we've been mostly showing off the battle mechanics and new gameplay, but today we have an all-new mode to show you today. はい、ですね、鉄拳はもちろん今回も、三島サーガを描いた、鉄拳のキャラクターの壮大なストーリーモードはあるんですけども、それ以外にですね、もう特に欧米では、失われてしまったアーケード体験の、ストーリーが体験できる、プレイヤー中心のですね、ストーリーモードっていうのを、最新の AI ラーニングシステムを使って、すごい臨場感のある、ベテランからニューカマーまで楽しめるような、そういう新しいモードをちょっと今日はお見せしたいなと思います。Of course, Tekken 8 will have the story mode covering the Mishima storyline and the arc that the players expect up until now. But this brand new mode is kind of the story that focuses on you as a player, and it covers the arcade scene. It's just, you know, a classical wahrscheinlich hier auch nichts Neues machen. Actually got to experience braucht ihr wahrscheinlich auch keine Hoffnungen euch machen. Das wird der gleiche Sorsen wie immer sein. Bitte kauft euch solche Spiele nicht, wenn ihr schon die letzten Teile gehabt habt. Der 8. Teil wird doch genau dasselbe Zeug sein. Charaktere. Guck mal, die sehen doch schon wieder wie letztes Mal aus. Ja, komm, mach Gameplay. Ja, es ist dasselbe. Ich hab's vorher gesehen. Es ist dasselbe. Langweiliges Rumkämpfen. Hi Paul.
Wir gucken gerade ich gucke die Gamescom Opening Event an. Und gerade ist gerade ein ziemlich langweiliges Spiel, was rauskommt, aber es ist immer wieder das Street Fighter Game, was langweilig ist. Es hat sich halt nichts verändert. Oh mein Gott, du hast jetzt einen Anime-Editor, wo du irgend so einen Anime-Charakter aufbauen kannst. Ihr habt halt diese Charaktere, wo ihr halt immer wieder kämpft und dann machen sie ihre komischen Finisher und das war's. Das ist alles. In jedem Tekken-Game ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Aber die Charaktere, die sind okay. Also wir haben hier so zum Beispiel so einen Bär, der komplett verrückt ist. Und die Finisher, okay, die Finisher sind auch in Ordnung. Aber wenn es 80 € kostet, ja nee. Komm, lass mich in Ruhe damit. Ja, kommt doch erst Anfang 2024. Ja, es gibt natürlich 3 Versionen. Bitte bestellt euch das nicht vor. There you have it, Tekken 8 coming in January 2024. All right, I'm now joined by Shelby Carlton and Dave Swenson from Sledgehammer. Modern Warfare 3, dafür bin ich da. Call of Duty Modern Warfare 3 arrives, and today you guys are going to be the first audience in the world to see some raw, real gameplay from the campaign. Da bin ich jetzt gespannt. Dave, Shelby, welcome to Gamescom. Da bin ich jetzt echt What gespannt. can you tell us about An alle, die jetzt hier sind, bitte guckt. First of all, Jeff, Ganz it gespannt. is awesome to be here. Modern Warfare 3 this year is the complete package. We're shipping 16 multiplayer maps, all from the original Modern Warfare 2. These maps have been Original Modern Warfare with 2. new gameplay and features. We also have also wir haben open world Terminal, zombies. wir haben This is our largest was gibt's denn für yeah. Maps? Nuketown war doch auch This is da, our oder? largest zombies offering ever, and for the first time, it's set in the Modern Warfare universe. And of course, this year we are bringing a huge innovation to the Call of Duty campaign. Yes, let's talk a bit Flight about the cancel, campaign, grenade Shelby. cancel, reload Makarov, cancel. I know, is going to factor into this. See him over Makarov there. kommt Tell us wieder. a bit about what is the storyline? What can we expect from the campaign? Yeah, so for the first time for Call of Duty this year, we're doing a direct sequel. You know, Modern Warfare 2, they asked a lot of interesting questions in their story, and Sledgehammer Games is so excited to work with Infinity Ward on the campaign to answer some of those questions and to bring you Modern Warfare 3. And one of those answers, he's standing right behind you. Yeah. He is Makarov. He is our infamous antagonist. He is cold, he is calculated, and he is trying to bring the world to the brink of war, but not if Task Force 141 has anything to say about it. So we are just so excited to get this campaign into the players' hands. All right, well, we are going to Ich bin auch sehr gespannt, weil die letzte Kampagne war gar nicht mal so schlecht. Dave, I want to talk about something new you're doing, open combat missions. What are those? Und die haben ja jetzt einen richtigen Antagonist und nicht so einen Terrorist, der einfach langweilig ist. And this year in Modern Warfare 3, we're introducing a new innovation to the Call of Duty campaign that's going to allow players to interact with that story like never before. We call them open combat missions. Genau, die meinen open combat missions diese are player Open World. They allow the Also du audience kannst to play the game Gameplay. the way they want to play it. So if you're like me and you like stealth, you can go in quiet, you can equip, suppress weapons, complete all the objectives without the enemies ever knowing you were there. But if you want to go in loud, you can strap on armor plates, you can go in, hit the enemy head on, and open combat missions will support it. Ah, das ist ja cool. Vehicles, you can leverage das ist ja tacticals, lethals, you can even use your favorite kill streaks in campaign. Ja, wie Now, geil. open combat missions are really important to our campaign story, and they're going to work seamlessly with those Und du epic kannst cinematic laut, missions leise, that Call of egal Duty wie fans know and love. spielen. And tonight we want to show you an exclusive first look at one of these epic cinematic missions. Okay, ich habe irgendwie Angst, dass da set it up for us, Shelby. What nicht are we mehr going to see? This diese is the start of the game almost, right? Missionen kommen, wo das als gescriptet ist, was ich manchmal richtig cool fand. Modern Warfare 3. This is called Operation 627. All right, 6 check to it 7, out. okay. Here you go. Call of Duty at Gamescom first. Thanks, guys. Okay, das ist das erste Level. Das ist wahrscheinlich das Verdansk Prison. Genau, Verdansk Prison. Gulag Verdansk Prison. Oh, das wird geil.
Also an alle, die jetzt zuschauen, guckt genau hin. Das wird richtig geil. Da freue ich mich jetzt. Es wurde ja irgendwie gesagt, dass wir erstmal die Bösen spielen im ersten Level. Vielleicht ist das jetzt auch so. So. Genau, das haben wir ja auch schon gesehen. Also die sind ja jetzt gekommen mit dem U-Boot und schwimmen da jetzt los zur Verdansk Prison. Alpha team clear. Heading to surface. Da ist es. Da ist Verdansk Prison. All teams, eyes on target. Phase 1 complete. Charlie copies. We're set. Roger that. Moving to phase 2. Patrol boat 2 o'clock. Get under. Sehen wir jetzt Gameplay? Nee, jetzt kommt wahrscheinlich später. Oh, Modern Warfare 3. Ja, das ist eindeutig die erste Mission. Operation 627. Roger. No movement. Historian Sea. Ich glaube hier schwimmen, oder? Setzt die Rauchermaske ab. Nee, ist noch alles gescriptet. Ey, das sieht aber echt interessant aus. Ah, guck mal, jetzt klettert er da hoch. Ah, und jetzt macht er die Seilhaken an. Ich finde auch geil, wie man das alles selber macht. Selber die Seilhaken rauf. Und selber da hochgehen. Aber ich höre schon, dass es nicht Task Force 141 ist. Das sieht auch jetzt irgendwie cleaner aus, das Spiel. Haben die noch ein bisschen schöner gemacht. Boah, richtig gut gemacht. Ein bisschen wie Modern Warfare 1 mit All teams, Alpha's in. How copy? Solid. Relay when clear. Moving to mark das DC. ist cool. Stand by. Nods on. IO strips on. Ja, Nachtsicht. Geil. Oh, ich mag solche Stealth-Missionen. Ja, mit Script-Eventen. Ja. Sowas gefällt mir. Ah. Da hätte ich die andere Munition jetzt genommen. Alpha to Bravo 1. Marking with IR. Confirm visual. Okay, jetzt sucht er da. Na, so eine Signalgranate oder so. Ah, und da kommen noch 3 andere. Ich finde das so cool gemacht. Script-Evente kann Call of Duty echt gut. Alpha to Charlie. You set? Affirmative. All teams green to go in phase 2. Check. Roger. Da jetzt schon ein Ausschalten weiß ich. Aber ich glaube, im ersten Level ist noch alles recht beim Alten. Also du läufst da noch nach und alles noch recht normal. Loading interior. Die gehen jetzt rein. Descending stairwell, south side. Sieht das cool aus. Ich krieg da grad so Bock. Ich krieg so Bock. Nods off. Be advised, they got a bird up. Jetzt denken die sich so. Looks like a prisoner transfer. Wir setzen das doch. Not okay. On me. Ich weiß nicht, ist es immer noch drin, dass wenn du auf irgendwas schießt, was du da nicht schießen darfst, dass dann direkt die Mission abgebrochen wird? Fire in the hole. Stand by. 3, 2, 1. Execute. Die haben anscheinend auch schon Minen platziert. Light 'em up.
wurden entdeckt. Weil ich spiele gerade wirklich, guck mal. Nein, Spaß. Dann will ich da noch nicht so hässlich aussehen. Muss ein bisschen schön aussehen. Ja, die haben das hat auch so ein bisschen geändert. Also Grafik sieht, finde ich, nochmal 3-mal besser aus. Ich hoffe so ein bisschen, dass sie auch in Warzone Maps dunkel machen. Okay, jetzt machen die da Hochgranaten rein. Gut. Hatchway, on me, move. Let's pop the hatch. Nice. Let's go, stay close. Oh, jetzt wieder schön dunkel. Bravo, Alpha's in the tunnels. What's your status? Outside the control room, waiting on you. Copy. At the gate, stand by. Oh, was ist da drin? Stimmt, das ist jetzt der Abschnitt, wo die den Strom ausmachen. Nicht aus. Bravo's got the keys. Alpha, you have one mic before the lights are back online. Copy, Bravo. Ja, und dann, also du kittest die so ein Seil runter und dann schießt du die ganzen Gegner ab. Ich glaube, hier befreist du auch so Makarov. Roger, opening blocks 1 through 4. Oh nein, die verprügeln die alle, Leute. Also hier beginnt gerade ein Aufstand. Diese Leute. Alpha 1 to Bravo 1. Open 55C. Check. Ja, aber kann man so entscheiden? Also man kann wahrscheinlich jetzt entscheiden, okay, jetzt das Teil die ganze Zeit offen lassen möchtest oder ob du es jetzt abfahren möchtest. Das macht sich so. Ich werde aber das Spiel wahrscheinlich nicht vom Release direkt spielen. Aber ihr kennt mich, das mache ich nie. Wir haben aber genau dieselben Waffen und Namen aus Modern Warfare 2 mit rausgenommen. Let's get our guy. Und das ist bestimmt die Zelle von Makarov. Ready, breach? Oh ja, cool. Breach her up. Ah, schade. Okay, Cutscene haben sie jetzt nicht gezeigt, aber das ist schon mal ein krasser Anfang. Es war wieder zu kurz, finde ich. Aber es war okay. Also was okay ist, war nice. Die zeigen das so gut, aber die machen es immer viel zu kurz. Modern Warfare 3 details and gameplay when Call of Duty Next, the premier showcase event for Modern Warfare 3 multiplayer, Call of Duty Mobile and Warzone takes place. We're announcing it tonight on October 5th. And jump in for yourself when the multiplayer beta kicks off on October 6th. We have so much more to share with you, but first, here's an update on Nightingale, the new shared world survival crafting game from Inflection. After a few years of waiting, it's finally time to find out the early access release date for Steam and Epic Store. Jetzt kommt so Minecraft sein. Nein. The Feywilds await, and so too Nightingale. Awaken your first portal and tread on towards that which is boundless, beyond. Also, ich freue mich wirklich auf Modern Warfare 3, echt. Ich glaube, das wird einer der guten CODs. Aber kann auch sein, dass ich mich täusche und dann wird da wieder alles kacke und so. Das erste, was ich wahrscheinlich erstmal teste, ist Warzone. Und dann können wir gerne die Multiplayer und die Kampagne spielen. Aber mal gucken. Okay, und das ist jetzt hier so Building Simulator.
Das klingt so gemein. Oh, Dinos. Regardless of which portal variety you favor. Okay. Kartengame? Realm cards will be necessary. Monster Hunter-like. Stell mal vor, das ist dann wie bei Team Z, dass du so einen Dreier-Squad hast und dann laufen da immer noch Mitspieler rum, die aber halt auch wahrscheinlich Feinde sein können. Warum ist der jetzt riesig? Can fly. Let my words steer your steps. Den Sprecher kenne ich irgendwoher. Night Girl. Kenne ich nicht. 22. Februar. Für die es jetzt sehr gecatcht haben. The Skies of War. Was? Will you heed the call? Wenn mich jetzt jemand anruft? Nein. Psy Games. Eieiei. Das ist wieder so ein Spiel. Ey, ist das nicht? Das ist doch... Irgendwo kenne ich das doch her. Aber das ist doch jetzt nicht... Irgendwo kenne ich das doch her. You can tell primal beasts were weapons created by astrals. Their powers are capable of untold destruction. Primal beast. Das ist ja schon längst rausgekommen, spielt man. I sense something, but I can't put a finger on what. That doesn't look right from up here. Oh no! Feels like overkill for a glorified treasure. Something's blocking me! I can't get through! Oh, primeval god, I beg your forgiveness. But fate set in motion can't be stopped. Deliver us from grief and sacrifice. Fulfill my salvation. The Hobbit! We've been through a lot together. Visited new islands, met new people. But you've always been there to protect me. I just wanted to say thank you. Blue Fantasy Welling. Ja, ich will es auch gar nicht kennenlernen. Naja, welche PS4 ist doch schon out. Warum wird der immer noch... Hey everyone at Gamescom. Gina Torres here. I play General Kirkin in Immortals of Avium. She is Jack's mentor. She is tough. And she is conflicted about how to win this ever war. But that's all I can say. Let's take a look at the game. It's out today. Das ist schön. Du erkennst ja fast gar nichts mehr. Wegen diesem Encoder. Jack. We're out of time. Ah. Okay, die spielt die EA. Da krieg ich ganz schön Angst, wenn ich das Wort EA schon sage. And we're still losing. The last immortal. Can't stop me. I'm an all-time great. I will rise up to protect my own name. I'm an all-time great. Good job. Hier habe ich übrigens keine Brille.
That was Immortals of Avium, which is out today. And next up, we're going to step into the world of the Hoyoverse. I am here with Jenyu Lee, the producer of Zenless Zone Zero. Jenyu, welcome to Gamescom. It's great to have you here. Zenless Zone Zero, was ist das denn jetzt It's a great honor to have you here. We've been very excited to hear more about ZZZ, the next game from the Hoyoverse, in the Hoyoverse. Can you tell us a little about what you brought to Gamescom for this? Sind das nicht diese Genshin Impact Entwickler? 非常荣幸今天来到 Gamescom 这个舞台，并且给大家带来了我们的作品《绝区零》，是一款都市幻想类的 ARPG 游戏。 Also für die gerade gekommen sind, das ist jetzt Zenless Zone Zero von den Genshin Impact Entwickler, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Und Genshin Impact war okay. Also ich freue mich wie gesagt immer noch auf Modern Warfare 3, diese Mission, die da war, ey, die war so geil. Reload Cancel, Slide Cancel, Grenade Cancel, oh Mann, das wird so geil, das wird so geil. Am besten jetzt nochmal so ein Plants vs. Zombies Garden Warfare Teil hier rausbringen. 接下来的 PV 会有我们新制作的战斗机制和我们新的都市交互系统，希望大家喜欢。 So we've brought a trailer with us, and it shows you some of the urban environment that we've been working on, and also some of the dynamics of the game. I hope you like it. Excellent, thank you very much. Here you go, brand new trailer for Zenless Zone Zero at Gamescom. Was ist das jetzt für ein Spiel? Hoyoverse. Ist das ein Mobile Game? Vor allem bin ich auf Twitter. Street Exit. Eindeutig Mobile, bestimmt Mobile. Kann nur Mobile sein. Oh. Hang out with Anity. Werbung für... Junge, Werbung für Candy Crush gemacht. Viel Spaß. Hier ist... Das ist doch hier... Snake... Snake Bombs. Das Gameplay so. Und ich so. Ich denke mir so, Alter, das ist so langweilig. Nichts gegen die Leute, die das spielen, aber das spricht mich halt nicht an. Grand journey, and today we're excited to share a special look at its beloved characters and provide an update on its PlayStation 5 release. The Law Fu's reconstruction efforts are ready for inspection, General Fu Xuan. Thanks to the Skyfaring Commission, Starscape Haven is back to full capacity. Das ist noch gar nicht abgestürzt. Der Livestream ist nicht abgestürzt. Der Livestream vom Livestream ist noch nicht abgestürzt. Der ist noch nicht abgestürzt. Es läuft alles noch. Mal gucken, wie lange. Auf einmal hört sie hat einen Drogen genommen. Was ist das denn schon wieder? Alter. Auf, da ist die Balken. Wieder was zum lustig machen. Was für General? Shepard kommt gleich. General Shepard. War das gerade eine Tablette oder eine Droge? Was war das gerade? Oh, ich muss es verstehen. Ah.
like I'll have to help you and get these slackers in order. Tut das weh. You have nowhere to run. Ich glaube, so muss man die aufsetzen. We got still more Hoyoverse for you. Genshin Impact is nearing its 3-year anniversary, and the game just released its 5th nation, Fontaine. Here's a look at the nation surrounded by water, plus the announcement of a brand new concert series coming, hopefully, to a city near you. Ich hab's aber so 5 Stunden gespielt. Also was bekommt ihr in Genshin Impact? Es ist jetzt so ein Event oder so. Kommt jetzt in ein paar Tagen oder Wochen. Und das This is no time for distractions. Seriously, you have a great magician standing right here. Ich musste gerade kurz was mit einer Freundin zeigen. Ich weiß nicht, ob es ein Event ist, aber kann sein. Ich bin wahrscheinlich noch nicht ganz so weit, um das zu bekommen, was die jetzt anbieten. Bestimmt was im Endgame oder so. This October, Lords of the Fallen releases an RPG adventure where he plays a Dark Crusader who can access a parallel dimension. Die haben jetzt nichts dazu gesagt, die haben jetzt einfach nur gesagt, in Genshin Impact gibt es irgendwas, aber mehr kam da nicht. Mir wird's merkwürdig, dass sie jetzt nicht viel gesagt haben. Lords of the Fallen. I look upon you with pity, my lost child. For you have been deceived. They brand me evil, a tyrant, and yet I offer you something they will not. A choice. After all the time mankind have had to shape their own destiny. Ist das ein neues Elden Ring? Immer das Beste erwarten. Hatred, suffering, chaos. Schaut euch jetzt mal vor. Es kommt Warframe mit einem richtig geilen Update und dann auch noch ihr neues Game, was sie ja jetzt entwickeln. Das wäre super. Kneel before me and beg for forgiveness. And remember, you look into the shadows, might be the shadows look back. Oh Gott, Sieger. Sonic Boom. Ach, ich dachte, Sonic kommt nicht. Sieht aus wie ein Mobile Game. Ja, wer war denn die Tante dort gerade? Das war gerade ein anderer Charakter. Da unten. Das pinke Girl da. Wer ist das? Also ich kenne ja Tails, Sonic, Knuckles, aber die pinke da kenne ich nicht. Mal gucken, ob wir den Namen vielleicht noch bekommen. Ich glaube, der Eggman muss natürlich immer kommen. Go fast with friends. Sonic Superstar. Da wird sich Let's Play Markus freuen.
Er ist ja ein Fan von Sonic. Looks amazing. October is going to be a very busy month for new releases. Looks amazing, das sagst du doch immer. Four-player co-op gameplay in Sonic Superstars. But that is not all the Sonic news we have for you tonight at Opening Night Live, because we also have a special update for you on Sonic Frontiers. Final Horizon, ist es jetzt ein DLC oder so? Ich dachte, die packen hier keine Nintendo-Spiele rein. Mal gucken, was kommt jetzt bei Sonic. Die Supersterne. Ja, komm runter, Sonic. Er macht hier schon den krassen... Ja, tatsächlich. New Story, New Playable Characters. Wird ein Update. Ich habe ja vergessen, Sonic Frontiers ist ja nicht nur ein Nintendo Game. Hello again! It's so amazing being here at Gamescom with all the game devs, publishers, and of course, the fans. Gamescom is the world's largest video game event. Just check out this footage from last year. There are so many opportunities to celebrate games and connect with your fellow friends. And earlier, I mentioned the Gamescom cosplay area, where you can see amazing game-inspired costume, just like these. Now I'm here with Mochi Dragon, Rainbow Raven, Zaza, and Saphira. Peach. Mochi Dragon, can you tell me how you choose a character to cosplay? For me, there are 3 things required in order to decide on a cosplay. The first thing is, do I like the game or the media where it's coming from? The second one is, do I enjoy the character design? And the third one is, does it have a little challenge in the cosplay making progress? Like sewing a corset like my princess has here, or imitating bone structure with foam. And what makes cosplay at Gamescom? So heißt die. Es wird nur noch Level-Loft mit ihren Cosplays. For me, it's definitely being able to play all of these awesome games in cosplay at the booths of the developers, as well as talking to the producers of the indie games, like having first-hand conversations, and of course the cosplay village. Thank you so much for sharing your costumes with us, and I wish you a great and wonderful Gamescom. Noch das normale. Thank you. Applaus. Ja, auf einmal Deutsch. Ja, sie hat das okay. Before I go, I would like to tell you about the Gamescom event arena. Friday through Sunday, there will be live shows from this stage right here in this hall. Check out creators, gaming events, and esports competitions live from Cologne, or tune in online. Join and follow us on Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch. And be sure to use the Gamescom hashtag 2023. Thank you so much, and back to you, Jeff. Fantastic. Thank you, Jasmine. It's great to have you here. All right now we've got a first look at the first Descendant, a next-generation action looter shooter from Nexon. The crossplay open beta is going to be held September 19th to 25th. Exifen? Nee. We must follow the will of the ancestors. Accept your calling, Descendant. The Descendants are risking their lives for us, for Albion. Rise, my warriors! Give your lives for Cliphoff! Und das soll ein Looter-Shooter sein? Oh, geil. It's the Ironheart! This could wipe out all of the Vulgus, right? That's so cool! Countless descendants have shed blood to protect the sanctity of this great place. Despite their efforts, humanity is still at risk of extinction. And you
are the only chance we have. Schnelles Spiel. Verliere ich den Überblick. Keine Ahnung, was das ist. Ich muss noch kurz was bearbeiten. Das seht ihr ja. Egal. Wir machen jetzt hier Hashtag und dann Hashtag Games. Ihr könnt jetzt live dabei sein. Hashtag Gamescom 2023. Bam. Da sind wir wieder. 39.000 Leute sehen das. Was? Hab ich das gerade nicht gesehen? Die hat ja gerade auf die Liste geschossen. Also, nein, ich sag nichts. Ich sag nichts. Ich sag einfach gar nichts. Hello? Hello? Hi. How's Surface World? Good. Everything's fine. Great. How are you? Tired, but in a good way. Busy. Unitrench is still Unitrench. I'm worried about you. I heard there was a storm coming. I told you, I'm dead. I still need time. Time to what, Stan? Because as far Alkohol as I can trinken. see, you're just treading water. We're upping the extraction rate. Maximum output. I don't expect you to understand. You're not the only one who's suffering. I need you with me here, now. I will be. I promise. Under the wall. Under the waves. Ich wollte gerade Water You're sagen. right there. On the verge of something special. Mir echt was zu Of essen. being und so. first into great unknowns. Die 3 haben wir doch schon gesehen. Ach, jetzt kommen sehr viele Games zu sehen. Forza. Sind das alles die Spiele, die kommen? Nee, Halo Infinite kam schon. Nee, das sind einfach nur Spiele an. Das Good luck, have fun. Ach so, ist aber noch eine Game Pass Werbung. Joining me now, Troy Baker, Roger Clark, Julia Brown, the stars of Fort Solis, which is out today on PlayStation and PC. Nein! Was ist das passiert? Hallo? Ist einfach stehen geblieben. Guys, welcome to Gamescom. Okay, This is so fun. überall. Tell us a bit about this project. Sieht man ihn beim Oh Chat. my God, look at these people. You guys are insane. Yeah. We've been able to talk about this game for a while. I think the thing that I'm most excited about is for people to explore these characters. At the core of this experience is unraveling the mystery of Fort Solis, and you're going to do that by discovering these characters and learning about their stories, and that's, as actors, that's something that we just want to throw ourselves into. And this is a game, I know Roger made, it's an independent game made by a pretty small team, right? 10 people, 2 years, 0 delays. Warte, die haben das mit 10 Leuten geschafft? Excited to share with you the world, Fort Solis today. Ich bezweifle das. It was a real joy to work on, and it's a joy to see what indie studios are capable of in this day and age. It's a real thrill. And an amazing cast for an independent game. Juliet, this is, we know you from a lot of great, film, television work. This game thing, how did you get involved in this project? Das riecht Yeah, it's my first ever video game project, so I'm so excited. Thank you. And to get to work beside 2 of the best in the game world nonetheless. So I just and me. Watch these guys and learn.
And you guys did full-on, performance capture. We see a little tease of your character there, Julia. What can you tell us about kind of what we're going to see in this launch trailer? Because it's an amazing narrative experience, right? This sort of, an independent game, but done on a big production value. Yeah, let's go, Roger. One of the best things about working with Troy, I remember coming in from lunch and we were doing the mocap, and I walked into the foyer and there I see Troy's butthole. The hole is butt made. When I say we threw ourselves into this, we literally did. And there's a hole in the wall that was made by my butt. Bühne, er ist auch im Spiel. Which he signed. Bestimmt wieder auch der I Antagonist. know it's a little mysterious what your role is in this game, right? But we have to play to find out. So I play Jessica Appleton, who's an engineer working on Fort Solis alongside Jack Leary. And they're going to have a night that they will never forget. Ooh, okay. It's a thrilling ride. Well, let's get a little tease of this. As I said, it's out today. Here is the launch trailer for Fort Solis. Thanks so much, guys. Was soll mit Thank you, der? guys. Das ist Thank you. ganz ruhig, Troy. Jack Leary, senior engineer en route to Fort Solis, in the Planum Quadrant, responding to an alarm. Suspected power failure, or await further information. Recording submitted. Is there no sign of security? No. I think there may have been an incident here. What the hell is going on, Jack? You need to leave and let Central handle it. Fort Solis. Interessant. All right, next, it's time for the announcement about a new game from Focus Entertainment and Saber, the continuation of the ultimate off-road experience. Off-road? Das wahrscheinlich. Nee, Behind all great discoveries lies a journey. One of anticipation and adaptation. Doch Offroad. Of struggle. Bei den Entwicklern von SnowRunner. Of hope. Sie bisher mit Kamera. So Objekte filmen. Each step matters. For every obstacle, there's a solution. Hier ab. Oh mein Gott, das ist ja wirklich wie SnowRunner. Wie geil. For every task, geil. A tool. For every destination. Ist man irgendwie auf einem anderen Planeten? Weil diesen Ort kenne ich gar nicht. Da wird wahrscheinlich dann eine Kolonie da immer größer. Expansion. Mode Runner Game. Das sieht wirklich wieder geil aus. All right, our next stop, the Crew Motorfest, a vibrant open world welcomes you to the ultimate festival for car lovers, Motorfest. Here is the brand new trailer. Crew 2 war echt scheiße, muss man ehrlich sagen. Es kommt noch ein dritter Teil. Anscheinend. Vielleicht kam auch schon ein dritter Teil raus, beziehungsweise der vierte, ich weiß es nicht. Ich verfolge diese Reihe auch nicht mehr. Da finde ich Forza ein bisschen besser.
der Antworten ist. Wie viele haben wir eigentlich meine neue Sache da? 6 Leute. Nicht schlecht. The Crew Motorfest comes out September 14th, and the brand new Lamborghini Revuelto is on the cover and playable. And we have a special O&L announcement for everyone watching between September 14th and 17th. A free trial will be available in the game, offering 5 hours of gameplay on all platforms for the Crew. Das ist der Lamborghini von Monte. All right, moving on with CD Projekt Red gearing up for the release of the spy thriller expansion to Cyberpunk 2077 Phantom Liberty on September 26. The studio is ready to share a new look at the wide range of overhauled mechanics coming to the game. And as you're about to see, a lot has changed. Let's check this out. Das DLC. Ein DLC für das Crack Game. Nein, wir reden jetzt nicht weiter über die schlechte Performance von Cyberpunk. Das hat eine neue Open World. You know what to do. Get your ammo, assault rifles, tactical gear. Hands, thinking of buying some iron. The logical choice. Oh, für New Weapons. Hier, Leute, hier habt ihr noch neue Waffen. Green view. Katana. Getting a ripper to overclock your chrome before the fight. Die könnt ihr irgendwie euch noch mehr Sachen in euer Körper rein mutieren. Okay, I'm ready. Alter, du bist ja wirklich nur noch ein Cyborg. Da bist du kein Mensch mehr, da bist du ein Cyborg. Die Musik macht mehr Laune als zu töten. Und das wird auch gerade gemacht. Oh, richtig viel Blut genießt. Hier, da kam ja richtig viel Blut. Yummy. Relic Skill Tree. Ach. Ich dachte, wir sind mit diesen Skill Trees endlich fertig. Warum macht das immer noch jeder? Das hört ja irgendwann nicht mehr auf. Wie so ein Gemetzel, Alter. Job done. Nur noch gestochen und gemetzelt. Sie hält gerade aus der Hand so ein Kabel rausgezogen. Ich hab so ein Ladekabel in meiner Hand. Stellt euch einfach vor, ihr könnt einfach so ein Ladekabel aus eurer Hand rausholen. Vehicle Combat. Oh. Ich krieg Fast and Furious Flashbacks. Schlechte Fast and Furious Flashbacks. Und die Polizei ist hinter dir her. Ist da nicht alles schon durcheinander? Warum ist da schon die Polizei? Ich dachte, Cyberpunk ist ja so alles Sport und alles Chaos und da ist keine Polizei. Aber anscheinend ist sie auf einmal da. Bravo, V. I only hope this won't mark the end of our collaboration. Nice. You will hear from me soon. This I guarantee you. Und die haben Cyberpunk jetzt wieder ein bisschen... Die haben es wieder verbessert, auf jeden Fall. Nicht schlecht. It's so close, and here to talk a little more about what we've just seen is Yulia Primock, gameplay designer from CD Projekt Red. Yulia, welcome to Gamescom. Hey, I'm excited to be here today. Well, we're excited to get in depth about what we just saw because there are a lot of upgrades coming. We just saw a lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even start? So basically, we've prepared a major overhaul of the gameplay experience. So for example, with our
absolutely redesigned perks system, we prepared many cool playstyles and many cool abilities to try out. For example, deflecting bullets with your katana, or just grabbing your enemy and throwing that enemy around. And on top of that all, we also prepared a new relic tree that will allow for to empower your cyberware even further. Wow. It seems like players, can even further customize their playstyle to suit their taste. We also saw in that video a lot about vehicles and how vehicular combat is even being upgraded, right? Exactly right. So vehicle combat is a massive addition. Players will now Sei be einer able der to shoot krassesten their und nicht guns die while driving. langweiligsten. They will be able to use mounted weapons like and rockets. And on top of that, they also will be able to take remotely control over vehicles to, for example, crush them or into like some group of enemies. Wow. And, sorry to interrupt. Yeah, One more thing is that car chases are gonna be a new, renewed experience with the revamped police system. Okay. Well, it seems like you're upgrading, you said, across the board with a bunch of different things. And thank you so much for coming out to tell us about it. Like the trailer showed, I know you have something else to announce that wasn't in the trailer, right? Exactly Reihe right. So geschoben I'm und really happy to announce es ist gut, dass that sie a lot of what we've aus dem just seen in the Spiel trailer was will also Besseres be gemacht coming haben. to Cyberpunk base game for free for current-gen consoles and PC. Okay. 2.0 update. Exactly. All right. Well, I cannot wait to check it out next month. Thank you so much, Yulia, for joining us here at Gamescom. Yulia. All right. Tonight, we've also got an update on the science fantasy strategy game Stormgate and a first look at one of the factions, the Infernal Hosts. Was ist denn jetzt Stormgate? Stormgate is a spiritual successor to classic real-time strategy games like Warcraft 3 and StarCraft 2. Stormgate will feature highly asymmetric armies fighting for control of Earth's future. Today we have an early look at our second faction, the Infernal Host. Infernals live and die by the code of victory at any cost. They have a powerful advantage, Shroud, fields of dark magic that strengthen their armies. The lowliest Infernal units are the Worker Imps. You might think they're cute, but don't get too close. Between these powerful lumbering brutes and the fiends that they unleash, Infernals will sacrifice everything, including themselves, to emerge victorious. On the music front, the Chainsmokers are advising us on our soundtrack. We're working with composers like Frank Klepacki of Command & Conquer. We'll share more later this year, including some of the friends we brought in to lend their voices to our co-op campaign. All must serve. Stormgate. Gamescom always strives to help our environment, and all of you can help make a change with a donation to the Gamescom Forest. Now to present Gamescom Green Studio of the Year, please join me in welcoming Lisa Pack from Playing for the Planet. Lisa? Every time I come to Gamescom, I am amazed by the scale of this event and impressed with how each year the team continues to make steps to make it more sustainable. This is being done through the Gamescom Goes Green initiative, as well as by partnering with us at Playing for the Planet. Through Playing for the Planet, the United Nations has been working with the games industry to inspire millions of players around the world to learn more about the environment and to take actions that benefit the planet. Whether you are a gamer, a head of a AAA studio, or an indie developer, all of us can and should play a part. What matters most is that you start somewhere and collaborate, because time is of the essence. And if we don't start now, then when? For those of you who play games, many of you are already raising the bar by asking game makers to step up and act on values that are important to you. Keep on asking, whether it's for more green content or greater energy efficiency, because your voice counts. For this year's Green Studio of the Year award, we have been looking for bold, system-changing, innovative, and creative ways to tackle the climate crisis, and all nominees this year have done an amazing job. The way we win on climate change is to stop emissions from happening in the first place, and that is exactly what this year's award winner is actively trying to do. The nominees
for the Green Studio of the Year, based on companies that have submitted applications, are Frontier, Ubisoft, and Xbox. And this year's winner is Xbox. And here to accept the award is Phil Spencer, the head of Xbox. Willkommen, Phil Spencer. I'm accepting this award on behalf of an incredibly talented team at Xbox that has worked very hard to put tools in the hands of developers to allow them to see the impact of their code on the energy draw of the consoles. We do this so that we can all play while we continue to make the world a more sustainable place. Thank you very much. Thanks, everyone. Congratulations to Phil and Xbox. Great to have that award in the show. I'm now here with Judd Cobbler, the founder and CEO of 11th Hour Games. Judd, this is a big moment for you guys. ARPGs have had an incredible year, but you're an independent studio that has been building this game for a number of years, and we're excited to tell your stories. Was bedeutet 11th Hour Games? Absolutely. So Jeff, thanks so much for Dass having nur 11 Stunden me. First spielen off, kann, oder before was? Last Epoch, I was not in the games industry. I was Das just ist, a die-hard die action Firma. RPG player that dreamt of creating a community-made action RPG. And with the help of our community and Kickstarter, we've been able to make that happen. And so in Last Epoch, every single skill in the game has its own transformative skill tree. We have 119 skills in the game so far, and we're adding more every single patch. We also have an awesome deterministic skill system, deep and interesting loot, and multiple in-game systems for endless playability. And Jeff, tonight we're excited to announce our newest class, the Rune Master. The Rune Master has a unique mechanic where he's able to invoke any of 40 different abilities with a single button press, making it super exciting and fun to experiment and find your perfect play style. And the Rune Master is going to be joining us September 7th, and will be available to play here all week at Gamescom. Amazing. Well, this is such a great story of this game. I encourage you to check it out. And right now, we've got a first look at the Rune Master. Thanks, Judd. Appreciate it. 5 years ago, Last Epoch was a community dream. What if we, the players, could band together to make the next great ARPG? What would that game look like? Lots of character classes to choose from. Every single skill would have its own build-defining skill tree. Reaching in-game would be just the beginning, and it would be updated for years so we could play forever. Last Epoch makes crafting and finding items super rewarding. Again, it's genius. I think this is the most innovation we've seen in a trade system in an ARPG in at least a decade. Wo irgendwelche Twitch-Teamer oder YouTuber zu sagen, wie krass ist die Idee. Und oh mein Gott, das haben sie so gut gemacht. Stimmt, ihr seht das gar nicht, meine Kamera ist viel zu groß. Egal, die Ben verblendet. A really cool game. Speaking of cool games, please welcome the winner of Best Mobile Game last year at the Game Awards, Ben Brode from Marvel Snap. Hello, Ben. Oh, it's you. Whoa. I know we won Mobile Game of the Year. You did, yeah. But we just finished rebuilding the entire game to run natively on PC. Okay. It looks insane. And I'm here to tell you that literally just 5 minutes ago, we launched the game on Steam. Okay, it's on Steam, rebuilt. Now. Yes, that's fantastic. Now, I know anyone actually watching the show on Twitch, if you watch more than 30 minutes of ONL tonight, there's a special Twitch drop, a Spider-Man variant for Marvel Snap. And right now, we've got an exclusive cinematic to show you from Snap. Check it out. Thanks, Ben. Marvel Snap. Deadpool. Was ist das da? Das ist doch Ghost Rider. Oh nein. Ich erwarte Schlimmes.
ist die denn jetzt? Das kann... Oh, die kenne ich irgendwoher. Weil dieser Roboter jetzt ist, ja keine Ahnung. Es ist mal natürlich wieder irgendwie so Anime-mäßig. Es ist ein Kartengame. Ready to get out there? Hör mal auf, für Copyright-Musik hier immer einzuspielen. We have a lot to talk about. Okay, nochmal so ein Xbox-Trailer. Ja, dann muss ich die Musik ausmachen, weil Copyright. Gut, ja, Xbox, ich weiß, Xbox ist cool. Bezahle ich auch gerne dafür, ist alles nice. Aber bitte macht mal schnell den Trailer weg, weil es ist alles Copyright. Dann ist der Stream schneller aus, als man sehen kann. Okay, ist kein Copyright. Schon Angst gehabt. Ich glaube, das ist ein anderes Spiel jetzt. Ist das? Nein. Oder? A call was smoke from the generator. Why hide behind another's call sign? Watch out. Let's see how far they can fly on borrowed wings. Es ist das! Armored Core 5 oder 6 oder 7, ich kenne keine römischen Zahlen. Krass. Memories form like scars. Cut deep enough. And they'll never fade. Or be forgiven. I ran. I begged. I stole. But I survived. Mir fehlt irgendwie nichts mehr ein, was ich so sagen kann. Also es gab schon Highlights hier. Es gab halt Modern Warfare 3, ja. Dann gab es ein Spiel, ich glaube, also mal, Crimson Desert, genau. Dann gab es halt Assassin's Creed Mirage. Mehr gab es da irgendwie jetzt nicht. Okay, Starfield. It doesn't matter who tries to stop me. Nicht. I'll cut my own path through. Hier war da nicht so. Until I stand in the land of salvation. Warhaven. Warhaven. 29. September. That was Warhaven, and the Melee multiplayer PvP game will hit Steam Early Access on September 21st. Next, I am so excited to welcome to Gamescom the creator of Mortal Kombat. Schick, oder? Falls ihr es erkennen könnt. Hab ich alles mit Band gemacht. Oh Gott, Multiple Combat. Das ist nicht auch wieder so ein Street Fighter Game? Hab ich auch noch nie was davon richtig gehört. Man hört halt nur so leichte Sachen davon, aber hier hörst du da nicht. Trailer you drop just gets crazier and crazier. So what did you bring to Gamescom? We brought another, probably our craziest trailer of all. You know, since we introduced the gameplay at Summer Games,
Summer Game Fest, we couldn't believe the reaction people having to the game, and they've actually gotten their hands on the game, which has become even more exciting. I can't believe the crazy stuff people have come up with, combining the main characters and the cameo characters. It's been a riot. But this trailer we have here should give you an even better idea of just how insane things get with this game. There are some reveals in it. I gotta say, this is such a great asset. You guys are gonna enjoy it. Here it is, Mortal Kombat 1, the brand new trailer. Outworld can be both alien and intoxicating to Earthrealmers. While our realms are at peace, there are Outworlders who would prefer us to be at war. General Shao. Victor of the Tavarian War. Conqueror of the Quatan Plains. All of Outworld is grateful for his service. You would consign us to endless war. Better that than be Liu Kang's lapdog. Did not your illustrious father teach you that war is the last resort? Do not forget that, General. In jedem Street Fighter Game denke ich mir immer so, ist das nicht immer wieder dasselbe? Und hier auch in Mortal Kombat immer dasselbe Gemetzel und Geschlagere und ich kann mir das auch langsam nicht mehr angucken, echt. Diejenigen, die sich immer wieder Mortal Kombat kaufen, die müssen sich doch irgendwann aufregen, dass immer wieder dasselbe kommt. Earthrealm's champion is Raiden, Your Majesty. Is it me, or is Earthrealm's champion scrawnier than usual? He has earned his place by embodying the very best qualities of Earthrealm's people. I am ready, Your Majesty. Whom shall I face? We will destroy your champion, Liu Kang. He will taste no victory. Schreiben denn die Leute im Chat? No shit, Smash, Trash Game, ja, bin ich genau dasselbe. Lang. Ja, wirklich, ich mag diese Mortal Kombat nicht. Wie kann man das denn feiern? Da gibt's nicht zu feiern. Also, ich bin wundert, dass es schon so viel rauskommt. Mit noch anderen Entwicklern Support. Era History Untold is making its first event appearance this week at Gamescom. This turn-based grand strategy game is about building and leading a nation throughout alternative history. Here is a first look at the gameplay. Aufbauspiel. Willkommen bei SimCity 2.
Let's go back to the beginning. There. Ey, the world ich hatte schon... Ich habe gerade Frankfurt gebaut und du nimmst mir es einfach weg. No history yet written. Ich habe von Boss einfach so eine riesige Stätte, aber auf einmal passiert das. By you. Oh, ich glaube, ich weiß es ist. Ja, ich weiß es nicht. Oh, George Washington. Der war auch auf Twitter. Will you be wise? Natürlich das erste, was ich baue, ist eine Akademie. Will you inspire? Wie geht denn das hier? Or will you conquer? However you choose to change the world, one thing is certain. History will never be the same. Es sieht auf den ersten Blick cool aus, aber ich denke mir im Nachhinein wird ein Anachron. Blizzard has had a long history here at Gamescom, and in its latest game, Diablo 4, it arrived in June and will be supported for years to come with seasonal content. Their first season of The Malignant is now underway, but in a bit of a surprise, we're now about to share with you the first news on the next season coming this fall. It started small. Nameless people that no one would miss. Was ist das denn jetzt? Dead. Discarded. Their throats torn open. The church ignored the killings. Even as fear mounted like the bodies. The desperate and the brave fought to end the corruption. But they were too late. It changed them. Killed them. Brought them back. Hungry. I have fought this plague a long time. We need something different. A survivor with all of their strengths and none of our weaknesses. Someone unexpected. And they'll never see you coming. Diese Flasche. Oh, die ist komplett. Hunt them. Wieder so strategiemäßig. Kill them. In the realm of darkness, we are the beacon of light. Let our stakes pierce through the hearts of the damned. For tonight, we hunt. Ach, Diablo. Ich habe gar nicht gewusst, dass es Diablo ist. Season of Blood. Okay. Gamescom, please welcome actress and producer Gemma Chan, who is voicing the role of vampire hunter Eris in the Season of the Blood, and the general manager of the Diablo franchise at Blizzard, Rod Ferguson. Welcome to Gamescom. Hi, everyone. Gemma, this is so exciting to have you here. Welcome to the video game world. I know this is your first video game, right? It is. Thank you for having me. It is my first video game. I have always appreciated the power of storytelling in all its different forms, and in some ways, video games are very much like interactive cinema now. So I was so excited to play this character, and yeah, thank you for inviting me into the world of Sanctuary. You did an excellent job. I can't wait for people to hear you. Yeah, this is exciting. You know, Season 2, which will be coming, as you said, in October. What can you tell us about the character that you're playing, Eris? So Eris is a seasoned vampire hunter
She is going to be your badass warrior companion as you fight your way through the perils of Sanctuary. She's complex. She's seen quite a bit of horror in her lifetime, so initially she comes across as a little bit cold and jaded, but in a fight, she will definitely have your back. Good to know. Rod, tell us a bit about what we can expect from this new Diablo season in October. Well, Jeff, you know, Diablo is about creating that ultimate power fantasy. And obviously, a lot of people have been doing it. We have over 12 million players and 1.3 billion hours played so far. And I just want to take a second to say thank you. We're so appreciative of their enthusiasm and all the player feedback. It's going to help us make great seasons for years to come. Now, for our free second season, Season of Blood, you get to join Eris as a vampire hunter, but not just any normal vampire hunter. You're going to get cool vampiric powers and become kind of a daywalker, a vampire that hunts vampires and ultimately tracks down and faces off with the big bad vampire lord. Now, that's season 2, and that's October. So we still have lots of time to jump into season 1, the season of Malignant. So, you know, seasons are a great time to start with Diablo because we all begin at the same place. So come join us in Diablo. Amazing. All right, well, thank you both for making the trek here to Gamescom in Germany. And we can't wait to meet more Eris and hear more in October. Fantastic. Gentlemen, Rod, thank you so much. Thank you. All right, and now it's time for another world premiere. This one is a European-made game about hope, love, friendship, robots. Yeah, Roblox. In a world divided by disinformation, where danger lurks around every turn, robots. a motley crew of misfits embark on a fateful road trip to discover their true power. Please tell me you're done. Oh, we're just getting started, dude. Oh my god, nice. What is this music? I believe the kids call it K-pop music. Just K-pop. Wieso sehen die alle wie Hipster aus? Shut the hell up. Genau, shut the hell up. Words have power. They can give you strength. Ready for this? Stand still. Sieht Words aber can noch bring people sehr together viel Trash aus. and tear them apart. But if words hold so much power, he has no respect for you. She's right. The question is, what do you have to say? I think we can all agree that my trailer voice was better than yours. Die so Borderlands-mäßig, wo ich drauf komme, müsste. Oh, das ist ein süßes Game. Ist da so ein kleiner Opi? So sieht das aus. Und der krabbelt in jeder kleinen Ecke, sammelt alles ein, macht so Minispiele. Es ist süß. Oh, das ist echt süß gemacht. Mit diesen Cutscenes. Oh, ich finde das cool gemacht. Thank goodness you're here. Ich glaube, das sieht nach einem sehr, sehr lustigen und geilen Spiel aus. Thank goodness you're here. And now to completely shift the tone again, I'm here with Sam Lake, who's going to take us to a very dark place with Alan Wake 2. Sam, welcome to Gamescom. This game is coming out in October, and we've had so much fun. We announced this a few years ago at the Game Awards and at Summer Game Fest. We met Saga Anderson and heard a little bit of her side of the story, but everyone's been asking me, and I certainly expect you, what about Alan's story? What can you tell us about what it's like to play as him? Tonight, I think it's finally time to answer that question. Thank you for having us here, Jeff. Yes, finally, it's time to show our title character, Alan Wake, and his struggle to escape the nightmare dimension of the dark place, where he's been for the last 13 years, ever since the first Alan Wake game. It's a long time. We've been waiting a long time to play another one. We're going to see some footage here, and I know you're actually using live action as well in it, right? And it's going to be kind of really blended together in a cool way. Yeah, the dark place is a dream reality, and it keeps drawing from Alan's mind, his thoughts, his fears, his writing,
and he comes from New York City, and for years he has written crime fiction set in New York City. So now the Dark Place takes the shape of a nightmare in New York City. And we have used different mediums in our experience, in our games for storytelling, live action for sure. This time around, we've integrated live action seamlessly into the experience to show the dreamlike nature of the Dark Place. This game, I cannot wait. We don't have to wait too long. It's coming in October, but let's take a look now at the brand new trailer for Alan Wake 2. Sam, thank you so much. Thank you. Here we go. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we're all ripped to pieces along the way. No! Sieht jetzt aus wie... One of my all-time favorite writers, and this on the show. He's here to talk about his latest book. Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he's written. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember it's... Jetzt kommt normale Gameplay. No! You've got the Ist wrong doch man! nicht. Also jetzt normales Gameplay. Weil der Arme, der kann nicht mal einmal entspannen, der muss schon wieder durch die Dunkelheit. Der Kerl wird jedes Mal gemobbt. Er tut mir echt leid. Er kann ja nicht mal kurz rausgehen. Und, das ist sein Urlaub. Das macht er dann. 24. Oktober. Oh. Ein paar Kleinigkeiten. That looks absolutely amazing, and that's going to do it for Opening Night Live. We have so many amazing games coming this fall. I want to thank all of you for being here tonight, watching online. Jasmine, thank you for co-hosting. Ist das schon? And I got to say, we got a lot of great games coming up in the next few months, so I hope you enjoy the rest of Gamescom and get ready for what's going to be quite a debate about Game of the Year. And speaking of the Game of the Year, I'm happy to announce tonight that the Game Awards will be returning live this December, and we've got a date for you. Thursday, December 7th. The show will be streaming live everywhere. It is our 10th show, which I can't believe. We've been doing it for 10 years. We'll be live at the Peacock Theater in LA on Thursday, December 7th, and I hope to see you then. It's going to be a very, very special show. Thanks again for watching Gamescom Opening Night Live. We'll see you again next year. Good night, everybody. Ciao. Und tschüss nochmal von Gnu. Wirklich gute Arbeit dort auf der Show geleistet. Nice. Jo. Also, das finde ich hier von der... Ich mach mal hier ein bisschen leiser. Also, meine Erwartungen wurden natürlich... ich hatte ja natürlich keine... Also wurden sie jetzt auch nicht gesprengt oder so. Aber ich habe sehr gute Sachen bekommen. Halt auch dieses... wie heißt das nochmal? Crimson Desert. Crimson Desert. Das fand ich ziemlich interessant, was da gezeigt wurde. So Open World lastig und du kannst einfach fast alles machen. Sieht sehr interessant aus. Dann natürlich Modern Warfare 3, also MW3. Da kam natürlich auch was gibt's noch? Alan Wake 2. Das war auch ziemlich interessant. Es ist zwar noch nicht viel Gameplay gekommen, aber echt cool. Ja, wir werden natürlich noch sehr viel Neues sehen und so. Ja, wie finde ich jetzt die Gamescom Opening Event jetzt am Ende? Es war okay, man hat aber ziemlich viele Games gesehen, die wie immer das gleiche haben. Sehr viele Strategiespiele, die immer wieder sich selbst kopieren. Denn Street Fighter Games, die sich auch immer selbst kopieren.
Dann, ja, immer wieder Boring Games, aber natürlich halt auch sehr viele Highlights. Ja, ich werde, oh jö, Warnung, die aktuelle Bitrate des Streams, oh jö. Ja, deswegen wollen wir es jetzt auch beenden. Gut, Leute, dann war das jetzt hier der Livestream. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich werde hier noch ein bisschen Lofi Musik im Hintergrund laufen lassen und jetzt das beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich merke jetzt, dass es eine komplett falsche Endcard ist. Egal. Haut rein. Ciao, ciao.